Deutschland gilt seit vielen Jahren als Hort der Stabilität. Das Land ist eine der größten Exportnationen der Welt und im Vergleich zu vielen anderen Ländern Europas in Bezug auf die Staatsverschuldung eher zurückhaltend. Allerdings gibt es eine Tatsache, die zwar jedem Politiker in Berlin bekannt ist, die jedoch niemand offen aussprechen möchte. Die weltweite Gesamtverschuldung beträgt heute mehr als 315 Billionen US-Dollar. Diese Zahl entspricht etwa dem Dreifachen des gesamten Jahreseinkommens der Weltwirtschaft. Noch beunruhigender ist jedoch die Tatsache, dass diese Schulden niemals vollständig zurückgezahlt werden können. Dies basiert nicht auf einer Verschwörungstheorie. Es handelt sich um eine bewusste Entscheidung des globalen Finanzsystems und einen grundlegenden Bestandteil staatlicher Politik. Trotz der enormen Zinslasten, die jedes Jahr zu zahlen sind, stellt sich irgendwann die Frage, wenn alle verschuldet sind, wem sind wir dann eigentlich schuldig? Dies ist nicht nur eine Frage der Buchhaltung. Dies reicht von den Renten der Bürger über den Wert ihrer Währung bis hin zur wirtschaftlichen Sicherheit Deutschlands. Schulden sind das Rückgrat moderner Volkswirtschaft. Wenn man die Kette, die von Vermögensbesitzern, Fondsmanagern und Staaten gebildet wird, weit genug zurückverfolgt, stellt man fest, dass das globale System eigentlich sich selbst etwas schuldet. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle gleichermaßen davon profitieren. Um zu verstehen, wie dieser Kreislauf entstanden ist, lassen Sie uns einen Blick in die Geschichte werfen. Das Schuldensystem, das heute im Zentrum der modernen Finanzwelt steht, entstand weder in den Vereinigten Staaten noch in Deutschland. Alles begann mit Kriegen und eskalierte zunehmend. Ende des 17. Jahrhunderts, im Jahr 1694, verfügte der englische König nicht genügend Geld in der Staatskasse für den Krieg gegen Frankreich und suchte nach einer Finanzierungsquelle. Er wandte sich an die Kaufleute und versprach ihnen, auf der Grundlage der künftig zu erhebenden Steuern kontinuierlich Zinsen zu zahlen. Die Kaufleute nahmen dieses Versprechen an und so entstanden die ersten modernen Staatsanleihen der Geschichte. Dies ist nicht nur eine theoretische Anekdote. Dank dieser Anleihen konnte England im 18. Jahrhundert seine Flotte vergrößern und sich eine wirtschaftliche Überlegenheit gegenüber Frankreich verschaffen. Der Staat erlangte die Macht, Geld auszugeben, das er noch nicht hatte, was sehr überraschend war. Schulden wurden zum Maßstab für Vertrauen. Imperien blieben nicht mehr durch die Eroberung von Territorien bestehen, sondern durch die Ausgabe von Anleihen. Heute ist das System komplexer. In den Vereinigten Staaten wird ein Großteil der Staatsschulden von Pensionsfonds und Banken gehalten. In Deutschland gibt es eine ähnliche Struktur. Der Großteil der deutschen Staatsanleihen befindet sich im Besitz deutscher Banken, Versicherungsgesellschaften und privater Sparer. Ein konkretes Beispiel. Versicherungsgesellschaften in Deutschland investieren etwa 1/4 ihres Gesamtvermögens in Staatsanleihen. Der Grund dafür ist, dass die Aufsichtsbehörden des Landes diese Vermögenswerte als die zuverlässigsten Anlageinstrumente des Systems betrachten. Der wichtigste Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist die Europäische Zentralbank. Diese Institution ist der wichtigste Marktakteur innerhalb der aus 19 Literändern bestehenden Währungsunion. Durch den Kauf von Staatsanleihen schafft die EZB gleichzeitig eine neue europäische Währung und verwaltet und generiert in diesem Prozess Schulden. Im Rahmen des 2015 gestarteten Anleihekaufprogramms hat die Europäische Zentralbank innerhalb nur eines Jahres Anleihen im Wert von über 900 Milliarden Euro erworben. Diese Intervention führte zu einem raschen Rückgang der Kreditkosten in Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland. Auch in Deutschland wurde die Kreditaufnahme günstiger. Die Ereignisse während der Griechenland-Krise sind eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür. Jedes Mal, wenn die Europäische Zentralbank über die Einstellung der Notfallliquiditätshilfe diskutierte,
stand das Bankensystem des Landes innerhalb von nur 2 Tagen vor dem Zusammenbruch, was eine beängstigende Situation war. Diese Beispiele zeigen, dass Schulden nicht mehr nur eine Zahl sind, sondern ein Instrument, das das Schicksal des gesamten Kontinents bestimmt. Die heutigen Staaten bemühen sich nicht, ihre Schulden zurückzuzahlen. Dies ist die bewusste Funktionsweise des Systems. Die 38 Billionen US-Dollar Schulden der Vereinigten Staaten werden jedes Jahr neu refinanziert. Die Staatsverschuldung Japans übersteigt das 2,5-fache der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes und wird seit Jahrzehnten refinanziert. Auch in Italien wird seit den 1970er Jahren kein Kapital mehr zurückgezahlt. Nur die Zinsen werden gezahlt, wodurch die Schulden ständig aufgeschoben werden. Wenn Regierungen tatsächlich beginnen würden, ihre Schulden zu tilgen, würden die Finanzmärkte ihre größte Sicherheit verlieren. Dies würde eine massive Deflationswelle auslösen. Daher ist das System auf die Fortsetzung der Verschuldung angewiesen, nicht auf deren Beendigung. Wenn Politiker von einem ausgeglichenen Haushalt sprechen, versuchen sie oft, der Öffentlichkeit eine Botschaft der verantwortungsvollen Verwaltung zu vermitteln. In Wirklichkeit ist es nicht das Ziel, die Schulden zu beseitigen, sondern das Vertrauen des Systems in die Schulden aufrechtzuerhalten. Ein konkretes Beispiel dafür sind die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Als die Institution die Zinssätze erhöhte, stieg die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen innerhalb weniger Wochen von 1,5% auf 4%. Dies ist nicht nur eine technische Entscheidung, sondern ein Wendepunkt, der über das Schicksal der Staatshaushalte entscheidet. Solange die Schulden tragbar sind, funktioniert das System weiter. Wenn dieses Gleichgewicht jedoch gestört wird oder wenn das Vertrauen verloren geht, beginnt die gesamte Finanzstruktur zu bröckeln. Wenn Ihnen dieses Video eine neue Perspektive eröffnet hat und Sie die unsichtbaren Mechanismen des Finanzsystems verstehen möchten, sind Sie hier genau richtig. Abonnieren Sie das Finanzarchiv und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. Wir werden weiterhin wichtige Informationen aus diesem Archiv für Sie aufbereiten. Bis zum nächsten Video.